Wir sind auf dem Weg Richtung Italien. Nach Messina soll es gehen. Sicher ist das aber noch nicht. Welchen italienischen Hafen die Aquarius mit den Menschen an Bord ansteuert, entscheidet nicht die Crew, sondern die italienischen Behörden. Jeder Hafen in Italien ist möglich. Die Menschen an Bord erholen sich langsam vom Schock des gestrigen Tags. Für das Team gibt es erstmal keine Erholung. Now we're preparing for breakfast. I'm gonna make some hot tea and sandwiches and some energy biscuits for them. Neben Tee und Energy-Riegeln gibt es für jeden auch noch ein Brot und für die Kleinsten bereitet die Crew Haferbrei zu. Kein Festmahl, aber verständlich, wenn man 588 Menschen auf engstem Raum versorgen muss. Dankbar sind die Menschen trotzdem. Und die Moral hebt es auch. Zur Essensausgabe muss jeder an Bord aufstehen und sich anstellen. Klingt komisch, hat aber einen Hintergedanken. Es gibt dem Ärzteteam die Chance, sich jeden genau anzusehen und im Zweifel die Fälle zu finden, die vielleicht gar nicht mehr aufstehen können. Viele der Geretteten hatten seit Monaten keine medizinische Versorgung und so haben die Mediziner auch zwischen den Mahlzeiten viel zu tun. Auch wenn sie nicht immer helfen können. Everybody on the boat has this. Kleinere Wehwehchen müssen bis Italien warten. Wenn gerade nichts los ist, sind immer mindestens 2 Teammitglieder an Deck, um aufzupassen, dass es allen gut geht und manchmal auch um die Menschen vor sich selbst zu schützen. Zum Beispiel, wenn sie sich einen Schlafplatz hinter der Reling gesucht haben. Während ich das Treiben an Deck beobachte, werde ich einen Gedanken nicht los. Was unterscheidet ihn, sie oder die beiden von den abertausenden Gesichtslosen, die das Mittelmeer in den letzten Jahren verschluckt hat? Nichts, außer dass wir sie sehen können. Mit ein bisschen weniger Glück wären auch sie nur eine Ziffer in der Statistik. Langsam neigt sich der Tag dem Ende zu und am Horizont erscheint die Küste Italiens. Vorbote der vermeintlich rosigen Zukunft, die sich die Menschen erhoffen. Die wenigsten werden sie haben. Aber kann es schlimmer werden als das, was hinter ihnen liegt? Zum Beispiel für Mary, die uns anvertraut, dass sie mit 14 in Nigeria zwangsverheiratet wurde, die in Libyen Monate der Folter erlebte und deren 3-jähriges Kind auf der Flucht starb. Gerade mal eine Woche ist das her. Um den Frauen und Kindern zumindest an Bord ein Stück Sicherheit zurückzugeben, dürfen sie, anders als die Männer, im Schiff schlafen, im sogenannten Shelter. Die Frauen haben hier die Möglichkeit, sich Juliette oder Serena anzuvertrauen und die Kinder die Chance auf sorglose Momente. Aber natürlich haben nicht nur die Frauen hier Schreckliches erlebt. Ich lerne Johnny kennen, will mit ihm über seine Zeit in Libyen sprechen. Can you tell us about your experience in Libya? Actually, it was a very horrible experience in Libya. Sorry. Okay, so klappt das mit dem Interview nicht. Offenbar startet an Deck gerade eine Party und was für eine. Mit Johnny will ich mich später nochmal treffen. Erstmal bestimmen die anderen hier den Takt. Das ganze Schiff tanzt sich die Strapazen der letzten Tage vom Leib. 1 Stunde geht das so, bis dann letztlich doch die Erschöpfung siegt und bis auf die Unermüdlichen alle schlafen. Johnny ist noch wach und erzählt mir, was ihm beim ersten Versuch, Libyen mit einem Schlauchboot zu verlassen, passiert ist. First time we got caught by gangsters. When you get caught by gangsters, they torture you until they pay them money in every way you can imagine. Like they shock you by electricity, they burn you, they cut you with their knives. You know, they give you a phone and be like, call your family and bring us money. And they give you a phone for a week. And when nothing happens and there's no money transferred, they just take the people out in a line and just choose one randomly and shoot him in the head or in the belly or anywhere. If at least if it's in the head, he'll die quickly. But the problem is some people get shot in the belly or in the legs and they bleed till death.
You know, no one takes care of them. They just leave them there until they die. So it was very horrible. And you've seen all that? Yeah, well, we've seen all that. How old are you? I'm 16. 16. Ich will gar nicht drüber nachdenken, welche Sorgen ich in dem Alter hatte oder glaubte zu haben. Ich lasse Johnny jetzt schlafen. Der hat genug durchgemacht. Wake up. Guess where you are? You're in Italy now. Morning. China rice, okay? Hi. Yeah. Hey, you're in Italy. Italy. Yeah. Wake up. Italien. Nicht Messina, sondern Vibo Valencia. Die Anweisung hat sich in der Nacht wohl geändert. Auf dem Pier wartet schon das Empfangskomitee aus Rotem Kreuz, Behörden, Küstenwache, Polizei und einigen NGOs. Man sagt, hier seien die Menschen den Neuankömmlingen wohlgesonnen, das sei aber nicht in jedem Hafen so. Bevor die Menschen von Bord gehen können, kommt aber erstmal eine Delegation der Behörden aufs Schiff. Zum einen ist die Einreise von 588 Menschen natürlich ein gewaltiger bürokratischer Akt, aber der Kontakt mit den Behörden gibt der Crew auch die Chance, auf die besonders Schutzbedürftigen hinzuweisen, die sie schon während der Fahrt identifiziert haben. Die Geretteten warten derweil geduldig an Deck. Nach Monaten oder Jahren der Flucht sind sie es wahrscheinlich gewohnt, dass andere entscheiden, was sie wann machen. Endlich geht es los und die Ersten können das Schiff verlassen. Frauen, Kinder und Familien zuerst. Bye bye. Good luck. Good luck. Bye. Dann Take care. die unbegleiteten Minderjährigen und zum Schluss der ganze Rest. An Land warten medizinischer Check, Erstversorgung und eine Durchsuchung durch die Polizei. Dann geht die Reise für die Menschen in Bussen weiter. Ob sie am Ende dieser Reise das Glück finden, das sie sich versprechen und für das sie ihr Leben riskiert haben, wir wissen es nicht. Aber zumindest sind sie auf dem Weg dahin nicht ertrunken. Jetzt, wo die Menschen von Bord sind, will ich mit dem Team noch einmal über die etlichen Vorwürfe sprechen, die ihnen Kritiker in Europa machen. Zum Beispiel, dass die Menschen ohne ihre Hilfe gar nicht kommen könnten. There's something wrong with the system. You can't just have a candy here saying, hey, we're Europe, we're accepting, we're tolerant, we love everyone, come and we'll have a good life for you, but you will not get a visa and there's no legal channels. But you see, if you cross that sea on this tiny rubber boat and risk your life and make it, then you'll have a good life. So it's really hypocritical, and I think there should be a better system. And people shouldn't criticize what we're doing. We're just filling a gap. When you've been in that situation where you see people in the middle of the Mediterranean Sea and now in the water, I don't think anybody would say that drowning is a good way for them, for that journey, for them to end. You just have to recognize that everybody is an individual, that everybody has a right to life, and we're not judging people. We're not deciding who is an economic migrant, who has a right to be there, who's fleeing from war, who's going to be forced into prostitution when they arrive in Europe. We're just saying, right now, in this situation, if we don't save these people, they're going to drown. Now, you've been on board the ship, and you know the reality of that. And I don't think that anybody could ever question that what we're doing is not right. You don't see this kind of criticism towards the fireman or the paramedic, the ambulance driver. Why did you save these people? They do their jobs, they do amazing jobs. You see them running into a burning building to save people's lives, and they come out and people applaud them. And that's the way it should be. And we're doing a similar thing. We're going in and saving as many lives as possible because we believe and that's the right thing to do. And if we don't stay at sea, especially now with a lot of NGOs and other people who have been conducting rescues pulling out, there will not be enough resources at sea to save people, and people will die. Do I worry about in terms of us being misconstrued as drawing people out to our boat?
No, no. These people are willing to get in that rubber boat and just risk everything just to get out of the situation that they're in. You know, there's no guarantee that we're sitting at the end of, you know, where they end up. They know that, and they're still willing to take that. Women and children, you know, young infants, whole families, they're willing to take that risk. So, come sail with us, you know, that's what I say. Wir sind mitgefahren. Wir haben das Gute und Schlechte im Menschen erlebt. Wir haben Menschen gesehen, die trotz aller Widrigkeiten nicht aufgegeben haben, anderen zu helfen. Wir haben aber auch von Menschen gehört, die aus reiner Geldgier foltern und morden. Für mich bestimmt aber ein Gedanke das Erlebte: das Wissen, dass irgendwo da draußen ein Mensch lebt, weil wir um sein Leben gekämpft haben. Die Crew der Aquarius, sie wird weiterkämpfen.